Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Mein Name ist Thomas und heute begrüße ich dich herzlich hier im Garten zu einem Praxisvideo. Und wie du, da vielleicht sieht man es nicht, ich sage es hier, hinter mir ist ein schöner Pflaumenbaum. Ein Pflaumenbaum, der ich vermute mal so vor 3 oder 4 Jahren gepflanzt wurde und der noch nicht so richtig eine Schere gesehen hat. Und deswegen werden wir uns den heute mal vorknöpfen, und zwar als Sommerschnitt. Was ist bei Sommerschnitt interessant? Naja, bei Kernobst, also bei Zwetschge, bei Mirabelle oder auch bei Kirschen, da ist der Sommerschnitt deshalb empfehlenswert, weil erstens, man hat Wunden, die wir jetzt, also wenn wir schneiden, entstehen jetzt Wunden und im Sommer, da verwachsen die viel schneller. Das heißt, dass da Pilz in der Wunde sich bildet, die Gefahr ist im Sommer viel weniger. Und das zweite ist, wenn wir jetzt während der Wachstumsphase schneiden, dann geht der Saft gleich, oder was heißt gleich, dann geht der Saft noch in die bestehenden Blätter und Früchte und wir verhindern, dass wir so einen starken Auswuchs haben, den wir ja manchmal nicht wollen, weil wenn wir schneiden, dann möchten wir gezielt die Triebe lenken und wenn dann so ein starker Austrieb kommt, dann ist das manchmal hinderlich. Deswegen mag ich besonders den Sommerschnitt und außerdem mag ich es, weil ich diesen Baum halt jetzt das erste Jahr unter meinen Fittichen habe. Und wenn du dich wunderst, warum der hier auf der rechten Seite so braune Blätter hat, da gab es letztes Wochenende ein Lagerfeuer, was ein bisschen groß war und deswegen hat der hier so ein bisschen was abgekriegt. Aber ich denke, das ist unproblematisch. Die Blätter sind zwar hinne und auch die Früchte haben aber auch nur vorderseitig Schaden genommen. Ich denke, das Holz ist noch intakt, von daher betrachten wir das rechte Holz so, wie wenn es gesund wäre und wir lassen uns mal überraschen, was da nächstes Jahr so auf uns zukommt. Kurz noch, was wurde an diesem Baum geschnitten? Wir gucken mal, ob wir irgendwelche Schnittwunden vom letzten Jahr sehen, und ich sehe die hier ganz gut, nämlich in dem Bereich zum Beispiel, wo wir hier zum Beispiel einen Zapfen haben. So, hier sieht man schön, letztes Jahr wurde hier geschnitten. Typischerweise entsteht an so einem Schnitt, nämlich wenn es ein Winterschnitt ist, immer so ein Dreier, so ein Trio, wo dann so stark wächst. Und man sieht, das sind ja praktisch dann einjährige Triebe, die gehen an einem Stück durch. Das ist also die Schnittstelle vom letzten Jahr. Haben wir noch Schnittstellen vom letzten Jahr? Also an ein paar Stellen hat wohl der Eigentümer gemeint, er müsste hier irgendwo rigoros eingreifen. Wir haben hier noch so eine Stelle. Wobei, wenn man genau hinschaut, ist es eine Schnittstelle vom Vorjahr, weil hier gibt es dann nochmal eine Verzweigung. Aber auf alle Fälle sehen wir immer, wenn geschnitten wird, dann gibt es meistens 2 oder 3 starke Nachtriebe. Und ja, deswegen freuen wir uns jetzt auf den Sommerschnitt. Da haben wir nämlich nicht so einen starken Nachtrieb, wie ich ja vorher schon erklärt habe. Ziel soll sein, dass der Wuchs des Baumes später pyramidal ist, also sprich, wir stellen uns jetzt eine Spitze vor und dann so tannenbaumartig sollen die Äste unten breiter werden und oben schmaler. Damit, wenn die Sonne kommt von oben, dass dann die Früchte und die Blätter gleichmäßig Licht bekommen. Also deswegen überlege ich mir an dem ersten Schritt jetzt, wo muss ich starke Eingriffe machen, dass ich überhaupt eine Spitze habe, und deswegen beschließe ich jetzt hier einfach hier so diese Spitze, die hier so in der Mitte durchgehend ist, also dieser Trieb hier, das wäre so meine neue Spitze, und weil man es erkennen kann, der jetzt oben wackelt, das ist also die neue Spitze und alles andere muss ich diesem dann unterordnen. Und deswegen fange ich erstmal auf der linken Seite an, weil da gibt es so einen ganz starken Ausreißer, nämlich der hier. Was heißt Ausreißer? Eigentlich ist es ein, ja, wie sagt man, Einreißer, also ein Trieb, der eher so Richtung Mittelpunkt wächst. Und kann man sehen hier, dieser kleine hier, der ist optimal, weil der geht relativ flach raus, und deswegen mache ich hier jetzt diesen senkrecht stehenden komplett weg, damit der gesamte Saftstrom hier in den etwas flacheren geht, und so etwas flachere Äste sind natürlich perfekt, weil da später viel besser das Licht hinkommt. So, der ist jetzt ein bisschen zu dick. Jetzt habe ich hier bloß meine abgebrochene Minisäge, aber das reicht auch. Wie sägt man? Wenn man genau sägen möchte, einfach einmal grob absägen. So. Weil ab und zu reißt hier was aus, und jetzt in einem zweiten Schritt gehe ich dann her und säge hier richtig. So, also das war mal diese linke Seite. So was Kleines hier lasse ich bewusst stehen, weil es ist immer gut, wenn um die Schnittwunde herum, wenn da noch ein paar Kleinigkeiten stehen, damit der Saft hier sich verteilen kann.
Und auch diesen hier, den erhalte ich jetzt nahezu ganz, weil da gibt es jetzt natürlich schöne Früchte dieses Jahr. Das ist immer die Einbuße, die man halt hat im Sommerschnitt, dass halt dann schon Früchte da sind. Aber ich denke, in dem Fall kann man das auch verkraften. Also das war mal auf der linken Seite. Jetzt schauen wir mal auf der rechten Seite. Also der Ast hier, der da rausgeht, der gefällt mir recht gut. Der da nach innen geht, der gefällt mir nicht so gut. Deswegen machen wir den hier mal da weg. Also wir leiten jetzt nach außen ab. So heißt ja die Schnittregel. Ableiten heißt immer auf einen etwas, ja, manchmal schwächeren Ast, zum Beispiel hier. Da haben wir auf einen schwächeren abgeleitet. Das ist so das Typische, einen dicken abnehmen und dann geht es mit einem dünneren weiter. Das ist so das Beste beim Schneiden, weil dann eben verhindert wird, dass an der Schnittstelle explosionsartig der Nachtrieb entsteht. So, jetzt schauen wir einfach nochmal im Groben drüber. Die Spitze wollen wir ein bisschen freistellen. Das war die hier. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so ein paar Konkurrenztriebe weg, die da diesen Mitteltrieb sozusagen auf der Pelle stehen. So, ich mache da bewusst nicht alles weg, also so einen schwachen hier, den lasse ich ruhig auch mal stehen, damit, weil ich jetzt schon 2 oder 3 starke Triebe weggemacht habe, damit es hier nicht später so einen starken Besenwuchs gibt. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir arbeiten uns von links nach rechts durch und das heißt, ich gucke mir jetzt diese Spitze an und versuche so diese Tannenbaumstruktur irgendwo zu projizieren. Das heißt, ich nehme den jetzt einfach mal so auf der Höhe runter. Den hier, den lasse ich ruhig noch ein bisschen breiter. So, und wenn du dir jetzt diese Linie hier gedanklich bis zur Spitze vorstellst, dann müsste es eigentlich so dieses typische Dreieck geben. So, den hinteren hier, das sieht man jetzt von der Dreidimensionalität her nicht so gut. Aber den nehme ich jetzt mal so ab. Also wenn ich was abschneide, dann achte ich immer, dass ich hier ein äußeres Auge habe. Also Auge heißt die Blattachsel, die hier auf die Seite zeigt, die Baum auswärts, also nach außen ragt, die ist die richtige. Ich schneide nicht auf ein inneres Auge, weil sonst habe ich innen drin wieder den Kuddelmuddel, dass da alles reinwächst, sondern wir wollen ja den Baum möglichst breit auffächern. So, da oben, da gibt es noch ein bisschen Durcheinander. Da stört sich was, also so doppelstehende Äste, die mache ich einfach ganz raus. So, und dann da unten haben wir auch noch was beschädigt ist, das kommt auch raus. Jetzt muss ich noch mal von vorne schauen, wie das Ganze von hier aussieht. Also meine Spitze habe ich hier. Aha, da oben gibt es noch so einen dünnen Wedel. Den müssen wir auch noch ein bisschen einkürzen hier. Wieder mal auf das hier. Den dann nehmen wir jetzt sogar ganz raus. So. Das sieht doch jetzt schon mal gar nicht schlecht aus auf der linken Seite. Ja, unsere Spitze haben wir jetzt oben schön freigestellt. Und ja klar, jetzt kommen wir auf die rechte Seite. Da sieht man jetzt hier, dieser Kollege hier, der ist ja jetzt noch höher als die Spitze. Da überlege ich jetzt, mache ich den ganz raus oder leite ich den auch auf den hier ab. Wenn ich das machen würde, dann hätte ich da oben wieder so einen Kuddelmuddel, weil da unten ja schon wieder einer ist, der im Prinzip nach außen geht. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns von dem hier komplett. Dann schneiden wir da ganz weg. Im Sommer können wir uns das leisten, ja, im Winter mache ich das nicht so gern, so dicke Äste wegmachen, weil man dann immer befürchtet, dass da so ein starker Senkrecht-Nachwuchs kommt im Folgejahr. Aber jetzt im Sommerschnitt ist es eine tolle Sache, da können wir uns das leisten. So, jetzt schauen wir uns mal die rechte Seite an. Also einer, der mir gut gefällt, ist der hier. Ja, also das hier könnte sozusagen der Zweig sein, der stehen bleibt. Und dementsprechend mache ich den anderen weg hier. So, auch den hier, der nach innen wächst, mache ich weg. Und ich glaube, den köpfe ich ein bisschen ein. Ja, so. Und dann einfach immer wieder zurücklaufen und nochmal aus der Ferne schauen, wie dieses Dreieck sich so entwickelt. Jawohl, das sieht gar nicht schlecht aus. Den hier köpfen wir auch ein bisschen ein, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder alles schön grünt und blüht. So, hier hinten haben wir jetzt einen Stammausreißer, der gar nicht dazugehört. Das stört später hier bloß, wenn man Rasen mähen möchte. Deswegen den machen wir mal ganz bündig am Stamm hier weg. Und vielleicht können wir das mal, gerade mal angucken.
Da sieht man schon auch, wie letztes Jahr geschnitten wurde. Ja? Also da bleibt so ein Zapfen stehen. Solche Zapfen lasse ich niemals stehen. Solltest auch du nie stehen lassen, weil Zapfen sind immer gefährlich, weil die dann eintrocknen. Und wenn was eintrocknet, dann kann sich da immer Pilz und irgendwas sonst noch bilden. Also deswegen solche Zapfen. Jetzt mache ich erstmal den hier bündig weg. Und dann diesen Zapfen, den nehmen wir auch nochmal so tief wie es geht weg. Na, das geht noch besser. So. Jetzt haben wir da so einen Knuppel. Ja, manchmal sieht man auch, man kann immer noch was noch besser machen. Man kann den Knuppel jetzt nochmal absägen. Das ist jetzt alles hier so eine blöde Geschichte, die dann später auch bloß wieder Wachstum bevorzugt. Deswegen sägen wir das jetzt nochmal bündig ab. So, ne? So ist das perfekt. So, zurück zur Kronenstruktur. Ich stehe nochmal von hier vorne dran und schaue nochmal, okay, was haben wir hier vorne noch? Da ist noch so ein bisschen ein Durcheinander hier. Ne? Hier sieht man, dass sich so was gegenseitig irgendwie noch stört. Also nehmen wir hier vorne einfach noch mal was weg. Wir leiten wieder ab nach vorne. So, dann haben wir oben noch einen, der hier relativ schräg rauswächst, aber den würde ich jetzt mal bewusst lassen, weil solche tiefstehenden Äste, die sind immer die, die dann im Folgejahr gerne Früchte bringen. Und jetzt gucke ich halt noch auf die Hinterseite und wenn man jetzt sieht hier oben, okay, auch so soll ja der Baum pyramidal sein, ja. Unsere gedachte Spitze hier, die, wenn wir die mal so von der Seite uns anschauen, dann sehen wir, dass da hinten noch irgendwas in die Höhe geht, was wir nicht haben wollen. Der geht hier hinten zu weit raus, deswegen den nehme ich noch mal hier bündig weg. Oder wir lassen noch ein bisschen was dran. Ne? Das können wir auch machen, so dass da noch ein paar Früchte entstehen und im nächsten Jahr können wir da vielleicht noch mal stärker einkürzen. So, schauen wir noch mal von vorne an. Und wir schauen auf den Boden, wie viel wir geschnitten haben. Also ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 40 bis 50% vom gesamten Holz weggeschnitten. Das kann man sich mal im Sommerschnitt leisten. Bei einem Winterschnitt würde ich das bei einer Pflaume nicht machen, aber wie gesagt im Sommerschnitt, da können wir uns das leisten. Nochmal zur Wiederholung, also der Sommerschnitt, der Vorteil an den Schnittstellen, da entstehen jetzt keine wilden Nachtriebe, wie das sonst beim Winterschnitt direkt im folgenden Frühjahr geschehen würde, sondern jetzt geht dieser Saft hier einfach in die Früchte, in die Blätter und verteilt sich hier. Und erst im nächsten Frühjahr wird wahrscheinlich hier schon auch so ein Nachwuchs entstehen, aber den kann man ja dann auch gerne behandeln. So viel zum Thema Sommerschnitt bei Pflaumen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir was gebracht. Wenn das so ist, dann hinterlass doch gerne ein Feedback unter diesem Video. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Obstbaumschnitt oder zum Thema Gartengestaltung allgemein, dann besuch uns doch gerne auf unserer Internetseite www.draußen-helden.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, einen guten Tag dir und viel Spaß in deinem Garten. Und immer dran denken, wer den Garten selbst bestellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne macht's gut, haut rein, euer Thomas.